Jetzt zeige ich dir, welche Werkzeuge du zur Spargelernte benötigst und wie du sie verwendest. Außerdem zeigen wir dir die Bedienung der Spinne. Dein Erntewerkzeug ist im Grunde genommen recht übersichtlich. Auf dem Feld benötigst du ein Spargelmesser mit Markierungen, eine Kelle, einen Korb und Kisten zum Lagern. Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Spargelmesser, es ist extrem scharf. Mit dem Spargelmesser führst du nach dem Aufdecken und Ausbuddeln der Stange den eigentlichen Stechprozess durch und schneidest die Spargelstange ab. Die Markierung am Messer kannst du dabei als Hilfestellung nutzen. Sie hilft dir dabei, die optimale Tiefe zu finden. Der mitgebrachte Korb dient der Zwischenlagerung der Spargelstange, bevor du sie später in die Kiste packst. Wenn du mit einer Spinne arbeitest, brauchst du den Korb nur zum Transport deiner Werkzeuge, da du die Stangen dann direkt in die Kisten auf der Spinne legst. Und dann gibt es noch die Kelle. Du benötigst die zum Zumachen und Glattziehen des Damms. Das ist wichtig, weil du nur in einem glatten, regelmäßigen Damm heranwachsende, reife Spargelstangen erkennen kannst. Größere Betriebe nutzen während der Spargelernte technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Spinne. Sie ist batteriebetrieben und unterstützt die Erntehelfer, indem sie die Folie anhebt und wieder ablegt. Außerdem bietet sie viel Platz für die Spargelkisten. Man kann sich also voll auf die Ernte konzentrieren. Wie du die Spinne bedienst, zeige ich dir jetzt. Zu Beginn jeder Reihe musst du die Planen einfädeln. Dazu fährst du mit der Spinne gerade über den Damm. Um sie zu bewegen, stellst du den Motor an und stellst den Richtungsschalter auf Vorwärts. Danach kannst du die Spinne mit Hilfe der Schaltleine starten und stoppen. Wenn du mit der Spinne gerade über den Damm stehst, fädelst du die Folie ein. Jetzt gehst du hinter die Spinne und ziehst die Folie langsam durch die Führung. Dann legst du die Folie über den inneren Folienträger. Zu guter Letzt legst du das Folienende ab und fixierst es. Durch die Befestigung legt die Spinne die Folie automatisch wieder ab, sobald du sie wieder startest. Am Anfang jeder Reihe solltest du die Ablage regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls richten. Die Spinne läuft aufgrund der Tasträder automatisch den Damm entlang. Du musst also nur noch am Terminal die Geschwindigkeit einstellen und kannst den Spargel ernten, während die Spinne langsam weiterfährt. Wenn du eine Reihe zu Ende abgeerntet hast, kannst du die vollen Kisten abladen und leere Kisten auf die Spinne stellen. Sobald der Spargel geerntet wurde, ist er keine Pflanze mehr, sondern ein Lebensmittel. Die vollen Kisten dürfen also nicht mehr einfach auf die Erde gestellt werden. Das Problem kannst du einfach lösen, indem du eine umgedrehte Spargelkiste als Abstellplatz benutzt. Für die Arbeit auf dem Feld benötigst du also ein Spargelmesser zum Stechen, eine Kelle zum Zumachen und Glattziehen und einen Korb für deinen Spargel. Solltest du mit einer Spinne arbeiten, ist es wichtig, dass du dich vorher umfangreich unterweisen lässt. Wenn du den Dreh aber erst einmal raus hast, sollte die Bedienung eigentlich kein Problem sein. Da du jetzt bestens Bescheid weißt, können wir loslegen. Im nächsten Video zeige ich dir, worauf du beim Auf- und Zudecken des Spargels achten musst und wie du ihn richtig stichst.